Heute machen wir einen gemeinsamen Modelleisenbahnfahrtag und sehen dabei so einige coole moderne Züge auf unserer H0-Anlage. Als Betriebsabläufe sehen wir Zugbegegnungen, eine Verschubszene und noch mehr. Grüß euch und willkommen zu einem Video der MOBA-Manufaktur. Wir starten mit einem Diesel-Herkules der ÖBB Reihe 2016 mit Schotterwagen, mit gelber Seitenflanke und der Aufschrift „Wir bauen für Sie", sind typisch für die Infra. Nachdem wir Kurzbauer Franz beim Füttern seiner Kühe gesehen haben, coolen Traktor hat er da übrigens, blicken wir zur Hauptstrecke und sehen zum ersten Mal den IC 515 Hannenkamm. Währenddessen zieht das private Eisenbahnverkehrsunternehmen DPB mit ihrer 1216er Taurus einen unbeladenen Autotransportzug durch den Bahnhof. Die Lok wurde 2021 von der Salzburger Lokalbahn gekauft und erstrahlt seitdem in diesem auffälligen Farbkleid. Der IC 515 ist inzwischen am Bahnhof angekommen. Der Zug glänzt durch die Kombination aus Modularwagen, erkennbar an dem kantigen Dach, und den City-Shuttle-Wagen inklusive Steuerwagen. Mein Highlight aus 2024, obwohl dieser erst im Jänner 2025 geliefert wurde. Schauen wir mal, was so eine Hybridlok wie die Stadler Eurodual eigentlich auszeichnet. Hier im puristisch grauem Design der Starkenberger Gruppe. Diese Lok wurde mir dankenswerterweise von Südexpress zur Verfügung gestellt und kann aktuell im Sale um 20% günstiger erworben werden. Mehr dazu in der Videobeschreibung. Die Lok muss im Bahnhof stoppen, um vom E-Modus in den Dieselmodus zu schalten. Eigentlich kann sie das auch während der Fahrt, jedoch ist dies bei uns nicht zugelassen. Im Dieselmodus kann sie auch das Ladegleis ohne Oberleitung bedienen und drückt so einen ungewöhnlich kurzen Zug aus 3 Wagen, beladen mit Sand, bis zum Prellbock am Lagerhaus.
sehr effizient und flexibel, wie das mit so einer Hybridlok funktioniert. Vermutlich liegt in diesem Konzept wirklich die Zukunft. Das wird langfristig reine Dieselloks ablösen, denke ich. An der Hauptstrecke eine Testfahrt, wie es scheint. Ein Railjet 1 hängt an einer neutralen Siemens Vectron Baureihe 193. Man munkelt, es wird getestet, ob das auch im Regelbetrieb funktionieren würde, da die Taurus-Loks ja seit 2006 nicht mehr von Siemens angeboten werden. Der EC 73 Smetana kommt eigentlich nur bis Wiener Neustadt. Was der hier macht, da fällt uns leider keine vernünftige Ausrede ein. Aber es ist ein sehr schöner Zug mit der E-Card Taurus als Zuglok. Obwohl wir heute viel modernen Fahrbetrieb haben, musste auch ein Klassiker sein. Die Reihe 1040 wurde bereits 2003 ausgemustert und ist seitdem nur mehr im Museumsbetrieb zu finden. Das Modell von Rivarossi zieht hier ein paar Fahrradwagen. Der Zimo-Sound gefällt richtig gut. Sorry, meine Freunde, aber diese coole Zugbegegnung muss sich einfach mehrfach zeigen. Der SBB Giruno hat ja eine Österreich-Zulassung und hat bei uns seinen Fahrplan bis nach Salzburg aufgenommen. Die 11-teilige Garnitur ist schon cool und steht dem Railjet, gezogen von der 1116er Demokratie, in nix nach. Einziges Manko: ein Radsatz rattert, als wäre der Spurkranz zu hoch. Das muss ich noch prüfen, was da wirklich los ist. Bitte abonnieren, liken, kommentieren und teilen. Dies ist für euch nur wenig Aufwand und für uns extrem wertschätzend und unterstützt unser Wachstum hier auf YouTube. Ich danke euch fürs Reinschauen und sage bis zum nächsten Mal, Hans von der Moba Manufaktur.